Und hier sind wir wieder bei der neuen Folge von The Outer Worlds. Und ja, wir reisen ins UDL-Labor. Und anders als geplant ursprünglich machen wir jetzt die Special-Waffen. Anscheinend die beiden letzten. Aber ich will nicht zu viel versprechen. Ich bin schon da. Ja, bloß wie komme ich da ran? Die habe ich ja schon gefunden. Das kenne ich ja schon. Das habe ich ja schon mal gelesen. Aber irgendwie... Du bist in einer Konferenz in der HC-Zentrale im Bestand als Golddissidenten das Gold angreifen. Was ist deine Priorität? Mich in Sicherheit bringen. Falsche Antwort. Ah, okay, alles klar. Den Vorschlag beschützen. Aha. Du befindest dich in einem unserer zahlreichen UDL-Einkaufszentren für den persönlichen Sicherheitsbedarf und genießt dort unsere reichhaltige Auswahl an Mitarbeiterbefriedungsausrüstung, als dich plötzlich ein Fremder anspricht. Er macht einen beiläufigen Kommentar, der als indirekter Angriff auf den Vorstandsvorsitzenden Rockwell interpretiert werden könnte. Was tust du? Ihn aufs Schärfste verurteilen und die Ehre des Vorstandsvorsitzenden verteidigen. Du und dein Partner genießen eine gesunde und liebevolle Beziehung. Doch eines Tages findest du heraus, dass er oder sie oder den Kindern nicht genehmigte Geschichten vergessen hat. Was tust du? Ehepaar fest immer deine Kinder für eine Umerziehungsmaßnahme anmelden, oder? Die Geschichten den Behörden übergeben und die Verantwortung für den Überfall übernehmen? Nee. Glibbergewehr. Ich will das Glibbergewehr testen. Ganz kurz mal. Okay. Was ist das Glibbergewehr? Okay, alles klar. Macht nicht so viel Schaden, wie ich jetzt gedacht habe, aber sieht cool aus. Ja gut, dann jetzt noch nach Cascadia. Jetzt, wenn ich die Waffe jetzt auch noch auf die Schnelle finde. Die ist da drin, okay, alles klar. Da muss ich halt jetzt nur reinkommen. Die ist hier und da habe ich anscheinend was vergessen zum Mitnehmen. Und hier, Übergang zu Geheimnis. Da war ich doch auch schon. Ah, hier war ich schon. Habe ich das Waffe nicht... Karte. Jetzt aber im Endeffekt nichts. Irgendwie sehe ich mich gerade selber nicht, ne? Das war mal, ich muss daher. Das nehmen wir mit. Tja. Okay, 40 Meter. 30 Meter, 29 Meter. Das kann ja nur da oben sein. Aber hier war ich schon. Aha. Okay, ich speichere mal ganz kurz. Ach, hier ist eine Leiter, die habe ich vorher nicht gesehen. Was bestellst du? Da wird schon nichts. Ah! Oh Gott. Gedankenkontrollstrahl.
Auftrag abgeschlossen. Waffen aus der endlosen Leere. Ich habe den Gedankenkontrollstrahl. Okay, ist allerdings jetzt auch nicht so eine Waffe, die ich jetzt unbedingt testen will. Es ist cool, dass ich es habe, aber und ich kann mich hier nicht teleportieren. Das wollte ich nicht. Okay, cool. Dann habe ich alle Waffen gefunden. Und ich bin ja gerade auf Monarch, ne? Also wenn ich jetzt das richtig lese, bin ich auf Monarch, ja. Und Monarch ist gleichzeitig das hier. Die Mantikönigin. Den habe ich schon, ne? Ja. Ja, hier war ich auch schon mal. Aber jetzt weiß ich das Passwort. So. Stolpern in Yokas alte Basis. Das ist schon mal gut. Und dann finden wir jetzt auch hier überall. Ah, das muss ich sogar mal wieder aufsperren. Ah, okay, alles klar. Jetzt habe ich natürlich sie nicht dabei, ne? Njokas Freunde habe ich Überreste gefunden. Das Problem ist, dass ich sie jetzt nicht dabei habe, ne? Jetzt habe ich Ellie und Felix dabei. Kann ich hier, wenn ich jetzt warte mal. Ellie. Captain? Ja. Ich will jetzt nicht. Geh erstmal zurück zum Schiff. Aber ich kann jetzt keine neuen holen, ne? Doof. Kann ich jetzt hier niemanden in die Gruppe einladen? Was habe ich denn dann? Was kann ich denn da weg, die Leute wegschicken, wenn ich jetzt keinen dazu holen kann? Dann muss ich ja jetzt doch wieder weg, ne? Okay, dann. Ich kann nicht. Okay, alles klar. Dann. Es hilft ja nichts. Hier kann ich jetzt gerade nichts machen, weil ich sie nicht dabei habe. Gut, dann mal kurz raus.
Da hätte ich natürlich jetzt vorher auch daran denken können. Dann mal schnell auf das Schiff drauf. Wo ist denn mein Schiff? Wo habe ich es denn? Gut, und gleich wieder raus. Ich nehme ihn mit und... Ich habe falsch geklickt. Ich habe geklickt, anstatt dass ich... So, jetzt hat Nyoko habe ich dabei. So, und nochmal. Warum habe ich jetzt das gemacht? So, ich kann doch jetzt mit... Was ist das? So, jetzt kann ich doch... Ah ja, da, guck, Drüsen platzieren. Well, this is the spot. You know, I thought I'd be angry. I thought I'd storm in here in a rage and exterminate all these bugs and everything would be all right in the end. But I ain't. I'm mostly just empty. A little sad, maybe. The first night Hayes and I spent in here, we knew it was home. It's safe. It's got a nice chill to it. But mostly, it doesn't stink of sulfur. Monarch folks often joke about it. Not because of the smell or the grittiness it leaves in your throat. Not because of the headaches or the coughing. It's because there's no escaping it. It's life here, and there ain't anything you can do about it. But here, somehow the sulfur never made it. The nights we spent in here felt like vacations. So we started building. We hauled in steel, hired sublight folk to help. That's how we met Anders and Opal. They stuck around after our contract was up. Opal liked camping. Anders liked chasing her tail. 4 of us for a while, scraping together what bits we could to build our home. Then came Rebecca, a sawbones out of the Cascadia survivors, who took a kindness to Hayes. And Clara, her little sister. I'll admit I wasn't keen on taking her on at first, but for a teenager, she was surprisingly capable. She had a head for numbers, helped us trade hides for food and materials, negotiated contracts. Turned out to be mighty useful. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, and me. 6 folks, 1 name, 1 family, Charon. Despite Monarch trying to kill us day in and day out, we managed to belong. Ihr wart eine Familie. Tut mir leid, was passiert ist. Me too, Captain. But I'm starting to think that maybe I found another. Now let's get to shooting before I get all sentimental. Alles klar. Incoming!
Das war eine überraschend große Mantikönigin. I wish these were more auspicious circumstances, but at least we're all here. This bringing them together, burying them. This is the kind of thing Hayes would have done. Ich glaube, ich habe ihr Ding auch abgeschlossen. Stupid. By all accounts, we should have left well enough alone, but that also makes it right. Captain, thank you. Gern geschehen. You mind if we rest a spell before we head out? I'd like to bury Opal and Clara proper before I lay everyone's medallions to rest. Vielleicht solltest du Medaillons behalten. What? Why? Them's painful memories, Captain. Ja, aber sie werden dich auch an die guten Sachen erinnern. Huh. That ain't a bad point. All right, Captain. Thanks. Eine von wenigen, die Besseres verdient hätten. Immerhin kommst du am Ende zu uns zurück. Schützenjagd und Großwildjagd sind nicht das gleiche, fragt die Raptidons. Dein größtes Verbrechen war auch noch vor mir zu sterben. Du warst wie eine Schwester für mich und ich habe dich verloren. Hm. Hm. Weißt was, ich mache jetzt mal die Langwaffen wieder. Händlerpreise sind cool. Jetzt hat sie hier einen neuen Vorteil, und zwar die Crew. Kritische Sorge 10%. Jetzt haben wir hier Byzantium. Ja, okay, alles klar. Byzantium. Byzantium. Okay. Byzantium und die Groundbreaker. Also zuerst der Groundbreaker. 2 Nebenquests meiner Gefährten abgeschlossen. Das ist überraschend. Dass die so kurze Quests haben, in Anführungszeichen. Also ich weiß nicht, ob die gut. Ich denke, ich sage einfach, die sind kurz. Gut, ich möchte einmal. Ja, ich möchte zur Groundbreaker. We've arrived at the Groundbreaker. So, ich muss mitnehmen Felix und Ellie. Die Station, ich mache mal hier ein auf kurz und schmerzlos schnelle Reise. Hat mir jetzt im Endeffekt fast gar nichts gebracht. Ja, ein bisschen was. Da muss ich auch noch rein. Aber erstmal muss ich. Hier hin. Jo, hallo. This is Halcyon News. You mind trying to have a moment here? Ich suche ja noch einen Kellner. Da wurde zuerst gesagt, dass er in der Gegend lebt. Rufus and I are no longer on speaking terms. I don't know where he is. And if I did, I wouldn't tell you. Ja, das ist alles schön. Wenn du weißt, wo Trask ist, solltest du es mir besser verraten.
That's Harlow's mark, no mistake. Guess he's not letting this one go. Mhm. I don't want any manner of harm befalling Rufus. Not on my account. Sollst du dir Sorgen um dich selbst machen? Hey, easy. I'm just trying to go about my day. Don't need some hired thug glaring me down. Rufus and his band of merry gun hands are hiding out in Emerald Vale. I swear, that's all I know. Habe ich noch ein paar Fragen? Not inclined to answer your questions. Not after the way you talk to me. Du hast vollkommen recht, ich war unhöflich und dafür entschuldige ich mich. Yeah, all right. What else did you need? Du und Trask habt euch getrennt? That's right. Our marriage contract expired some months ago. And seeing how he's technically an outlaw, I wouldn't renew even if I wanted to. Was weißt du über Harlow? Precious little. He and Rufus worked together on the Groundbreaker some years back before he vanished. A few years later, Rufus gets a message from an old friend. Something about starting a revolution, something about getting rich. Abandoned his work and ran off that very day. Das habe ich schon mal gehört, Felix. He must have been recruiting, gathering up his band of revolutionaries. Word of advice, kid? Anybody carrying on about a revolution just wants to sell you something. I don't know Harlow. Never so much as bandied a word with the fellow. You're better off having this discussion with Rufus. Harlow meinte, Trask hätte ihn verraten. Weißt du was darüber? Only that Rufus is in a bad way. He came to see me a little ways back. Said he had to go into hiding. Never asked why. He was here to collect his personals, complain about Harlow to me, and say goodbye. In that order. Hat nichts über Harlow erzählt? No, and he was particular about that. Said I was better off not getting entangled in his mess. Little late for that, says I. Danke. Appreciate it. No offense meant. Just been a long day is all. Okay, das ist jetzt hier Emerald Vale. Ja, das ist jetzt hier ganz woanders wieder. Nein. Das hier. Ich kenne dich doch. I ain't too late. You should. Okay, alles klar, ich habe Geld bekommen. Ich habe jetzt einfach mal kurz... Okay. Hey. Well, well, Dr. Fenhill. It's not often I see you on this side of sickbay. I make it a point not to get shot, and when I do, I can usually take care of the mess myself. It'd be nice to have you in here patching people up, not just blowing them apart. I respect what you're doing here, but you know I'm not ready to settle down. It's not you, it's me. Have it your way then. You always do. Now, about your friend here. Were I a gambling woman, I'd wager you're responsible for my mechanical safe return. I can't thank you enough. Ruf bei Groundbreaker erhöht. Groundbreaker ist jetzt angesehen. Habe ich dir noch irgendwas zu sagen? Something on your mind? Nö. Es läuft ja hier. Cool, alles klar. Zurück zur Groundbreaker, also Unreliable. Crew Dann- members Ellie and Max are engaged in a heated discussion. Ja. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Please avoid damage. Wo muss ich jetzt hier hin, um diese Quest zu erfüllen? Ins Botaniklabor.
Ich bin... Oh, ich muss auf diesen Berg hier hoch, ne? Okay, jetzt wie komme ich auf diesen Berg hier hoch? Komme ich auf diesen Berg hier hoch? Ich komme mal so nicht hoch. Wie komme ich denn? Hinter Versteck. Ich möchte gerne wissen, wie ich auf diesen Berg hier hochkomme. Vielleicht so. Sieht gut aus. Okay, die soll ich nicht angreifen, noch nicht. Hallo. Du bist Rufus. I don't know who you are or why you're prowling around here, but I'm willing to make a guess. You're one of Harlow's gun hands, ain't you? He sent you after me. Ja, ganz genau. Er meinte, du hättest ihn verraten. Yeah, of course he did. Thing is, you and I are at an impasse. Harlow wants me dead, and I've got no intention of dying. Wieso hast du Harlow verraten? How do I know that I can trust you? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Harlow hetzt dir einen Fremden mit einer Waffe auf den Hals? Yeah, guess that's a fair point. Listen, I don't know what lies Harlow's dripped down your ear, but you'd be a fool to trust him. I never betrayed Harlow. Harlow betrayed all of us. The board's got him in their pocket, been paying him off for years. All Okay. the palaver about revolutions, it's a lie. You're a real piece of work, Trask. Not just a turncoat, but a liar, too. Naja, das will ich jetzt nicht so Focus on vorschnell Harlow, behaupten, kid. ne? I've got nothing to prove to you. That's the whole truth. Harlow's just another board asset. Irgendwie A glaube ich ihm. two-bit mercenary wearing a dissident's clothes. Zeig mir Beweise. Yeah, I've got proof. There's always a paper trail when the board's involved. I chanced upon some correspondence between Harlow and his employer. I don't know that it makes a difference. What was I to do with that evidence? Bring it in front of the board? There's no authority in Halcyon willing to take Harlow to task. Es geht jemand. Du siehst ihn gerade ins Gesicht. Huh. You ain't like other board agents I heard about. You got a functioning spine. You want to confront Harlow yourself? Be my guest. I hid my papers before Harlow chased me out. Back in the middle of the base, there's an old vent in a utility corridor. I stashed my evidence in that vent. Wieso sollte der Vorstand Harlow kaufen? Because he's for sale. Anything the board can buy, the board will buy. And that includes loyalty. Harlow was a charismatic bastard, and he was ruthless. With Harlow in their pocket, the board had an informant, a pirate, a smuggler, and a gang leader all rolled up into one odious excuse for a human being. Sounds like a deal to me. Und was hat Harlow für den Vorstand getan? Board-sanctioned piracy. Harlow went after the ships the board wanted destroyed, capturing anybody the board wanted captured. If we captured you, we'd ransom you. Harlow liked to do the job himself. Gather up the captives on his own ship, vanish for a couple of days. Only that's not what happened. Harlow's been selling his captives off to the board. I don't know where they ended up. Re-education, Tartarus, maybe worse. Alles klar. You've made up your mind. Ich werde dich um deinen Ring bitten. You gonna tell Harlow I'm dead? May as well. I'm never going back to that life again.
Here, take the ring. And for what it's worth, my gratitude. Ich möchte die Beweise finden, Felix. Auf der Basis von Harlow. Da müssen wir jetzt hier hin und da Hollow Space. Hier geht's nicht rein, alles klar. That machine stole my bits. I Ah, don't even have one of these. ja, geh mal. Eine Zahlung des Vorstands an Sie Harlow für seine Dienste als Freischaffender. Es finden sich im Namen mehr der Fracht, die von Harlows Leuten ausgenommen wurden. Tja, Felix, was sagen wir da dazu? Der hatte recht, ne? Dann konfrontieren wir ihn mal. Harlow. Du bist nicht Harlow. Du bist Harlow. What's the word? Trask hatte eine Menge über dich zu erzählen. Not surprised. Trask was a dead man trying to negotiate with his own executioner. He'd say anything to preserve his life. Trask hat mir jetzt erzählt, dass du für den Vorstand gearbeitet hast. That's a damning accusation. Am I right to presume you have some evidence on hand? Du wurdest gekauft. Those papers don't prove a thing. We've all done business with the board. Also They ja. own the whole damn colony. Trask put you up to this. That miserable wretch. He's trying to undermine everything I stand for. Ich mag dich nicht. Als wir uns getroffen haben, hast du mir erzählt, dass Trask ein Informant des Vorstands war. Du hast gelogen. You've got a lot of nerve calling me a liar to my face. Ja? Wieso sollte Trask dich bei deinem eigenen Arbeitgeber pfeifen? How should I know? What the hell do I care? Trask was a traitor. I didn't ask you to understand his motives. I asked you to cross him off. Clyde, look me in the eye and tell me it's not true. Tell me, and I'll believe you. Don't talk to me like I'm some common criminal, Felix. You're the one on trial, not me. I don't know what kind of poison that snake dripped in your ear, but as far as I'm concerned, you've been compromised. They're on it. Das kriegen die schon hin. Oder? Oh. So, dann sollen wir nämlich hier nach Haus. Wenn wir uns ja schon geklaut haben jetzt, wir müssen ja schon hier. Jetzt die ganze Basis hier auslöschen, dann können wir uns auch da was gönnen. Ich lese es jetzt nicht, tut mir leid. Ich glaube, da, ja, wollte ich ja sagen, ich glaube, da kommen noch welche.
Na, kommt rein. Sorry. Ich verkaufe mal. Ach, was ist auch. Ja, dann können wir jetzt zurückgehen. Ganz kurz. Crewmembers Ellie and Max. Ja, die führen immer hitzige Debatten. Modifizieren. Hier hätten wir aktuelle Laufmods. Ja, come on, das machen wir das rein. Da haben wir überall so viel. Schadenstyp, wow. Ich habe so viele Modifikationen. Ich könnte sogar hier noch vielleicht. Ne, da habe ich keine. Okay. Tüfteln. Warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier tüftel. Und tüftel mal. Das sind meine Waffen, die ich habe, ne? Das Adlerauge. Gott, das ist teuer, ne? Hier die Pistole. Die kann ich auf über 100 hoch mal setzen. Das setze ich auch mal hoch. Das auch. Das reicht jetzt erstmal. Dann jetzt ganz kurz zum Felix. So, Felix. This is definitely not how I imagined it'd end. Ja, da können wir jetzt auch nichts dafür. Black, water's wet, and Clyde hated the board. That's something I just knew. Now, I don't know. I don't know what to think. Du musst dich damit abfinden. Man weiß nie, was in den Schädel von jemand anderem vorgeht. No, I guess you really don't. I've just got a lot on my mind right now. This is a lot to take in. Ja. I always looked up to Clyde. The thought that he could be an agent of the board is just abhorrent to me. Ich kann verstehen, warum du aufgepasst hast. Das Gefühl, er hätte dich verraten. Du hast das Gefühl, er hätte dich verraten.
Yeah, he did. And I'm not sure how I'm gonna get over that. Das wird schon mit der Zeit. I hope so. I don't see this one passing anytime soon. You've given me a lot to think about. I'm gonna be mulling over this whole mess for a couple of days. Part of me wishes we'd put Trask in the ground. But, you know, I think that's just my frustration talking. Thanks for your time, boss. Okay. Ich glaube, die Quest habe ich noch nicht abgeschlossen mit ihm. Doch, habe ich. Selbstverwalter. Schaden, Nachrüstung plus 50%. Alles klar, wow. Gut, dann ist jetzt das nächste Ziel. Wir haben einen Haufen Quests jetzt abgeschlossen, ne? Nochmal ganz kurz. Byzantium. 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 Alles Wege führen nach Byzantium. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Ich nehme mit Ellie und Parvati. Ellie und Parvati. Und beende dann auch diese Folge. Die hat jetzt nicht schon wieder zu lange gedauert. Und wir sind in Byzantium. Ihr beiden Mädels, ne? Wie groß ist diese Karte? Die ist... Wow. Okay, schauen wir mal, ob die wirklich so groß ist. Ach, Parvati ist gelevelt noch. Okay, alles klar. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, danke fürs Zuschauen und bis dann.